Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ja, heute gibt es wieder eine Torte. Ich habe schon ewig keine Torte mehr gemacht. Und zwar zeige ich euch heute, wie eine Vanille-Apfeltorte geht. Viel Spaß! Für unsere Torte brauchen wir einen Biskuitboden und heute zeige ich euch mal wieder ein neues Rezept von einem Biskuitboden, denn ich habe einen echt genialen gefunden. Und zwar für eine 26 cm Springform brauchen wir 7 Eiweiß, 7 Eigelbe, eine Prise Salz, ein Päckchen Vanillezucker, 200 Gramm Zucker, 150 Gramm Mehl, 3 Teelöffel Backpulver, 100 Gramm Stärke und 100 Gramm gemahlene Haselnüsse. Und wie ihr gesehen habt, es wird ein Haselnussbiskuit. Los geht's! Als erstes gebe ich das Eiweiß in eine Schüssel. Da kommt dann auch noch die Prise Salz dazu. Und das schlage ich auf, und zwar so, bis es so richtig schön schäumt und sich verdoppelt. So wie hier. Dann kommt der Zucker dazu und der Vanillezucker. Es wird ja ein Haselnussbiskuit, also wer eine Nussallergie hat, das habe ich jetzt schon öfters gelesen, der lässt die Nüsse einfach weg, das macht gar nichts aus. Die Nüsse dienen einfach nur als Geschmacksverstärker, also dass es halt nach Nuss schmeckt. Und wenn die wegbleiben, passiert mit dem Teig gar nichts, also der wird ganz normal. Ja, hier habe ich jetzt das Eigelb dazu gegeben und dann wird das Ganze so gute 8 Minuten aufgeschlagen. Wichtig beim Biskuit ist wirklich, gibt ihm Zeit beim Rühren von den Eiern. Dann kommen die Trockenzutaten. Ja, das bitte nicht machen. Man sieht ja, ne, das habt ihr gesehen, ich habe mein Sieb in die Eiermasse getaucht, weil es einfach zu viel war. Also nicht drauflegen, sondern am besten halten. Da kommen jetzt die Trockenzutaten rein, wie das Mehl, die Stärke, das Backpulver, und das sieben wir jetzt über die Eiermasse. Ne, das Problem ist jetzt da unten, da bleibt halt alles kleben. Ja, nobody is perfect. Ja, und dann kommt hier noch die Haselnüsse mit hinein, die gemahlenen. Wer es vom Aroma her intensiver haben möchte, dem rate ich vorher die Haselnüsse, also die gemahlenen, leicht anzurösten in der Pfanne, aber aufpassen, dass sie euch nicht verbrennen und dann auskühlen lassen. Dann gibt es noch einen intensiveren Geschmack von Haselnüssen. Ja, das Ganze durch jetzt vorsichtig unterheben, und diesmal habe ich es wirklich gut gemacht, denn meine Masse hat sich so gut wie fast gar nicht gesenkt. Das heißt, ich habe richtig gut untergerührt. Dann braucht ihr einen sehr hohen Tortenring. Meiner hier hatte jetzt eine Höhe von 15 cm. Den habe ich mit Backpapier ausgelegt und Alufolie. Die Alufolie, die gebe ich immer drum, damit es da unten besser hält und nicht ausläuft. Also ja, hat bestimmt jeder so seine eigene Technik drauf. Da kommt der Teig rein, ein bisschen verstreichen, und dann darf der bei Umluft 150, 160 Grad gut 40 Minuten backen. Nach dem Backen sah es so aus: kurz in der Form auskühlen lassen und dann aus der Form lösen, und so sah er aus. Der war knapp 8 cm hoch, also richtig, richtig cool. Ich finde das Rezept total stark. Dann lasst ihr den komplett auskühlen. Wie ihr seht, habe ich ihn noch gestürzt und vom Backpapier befreit und komplett auskühlen lassen. Dann können wir in der Zwischenzeit die Apfelfüllung machen. Für die Apfelfüllung brauchen wir so gute 1,5 Kilo Äpfel, 3 Esslöffel Zitronensaft, ein Päckchen Vanillesoße ohne Kochen, 250 Milliliter Milch, 400 Milliliter Wasser, 60 Gramm Zucker, 60 Gramm Stärke, 6 Esslöffel kaltes Wasser und 5 Blatt weiße Gelatine. Ja, los geht's. Wir müssen als allererstes eine Vanillesoße herstellen. Dazu nehme ich jetzt einfach so eine Fertigpackung von Vanillesoße ohne Kochen. Die rühre ich in die Milch ein, und das muss man so gut 1 Minute aufschlagen. Also am besten wäre es wirklich mit dem Handrührer. Das geht ein bisschen einfacher. Außer du möchtest Krafttraining machen mit den Händen, dann machst du es mit dem Schneebesen. So sieht es aus. Die wird dann später etwas dicklicher. Das ist jetzt auch eine Variante, wenn es immer heißt mit Eierlikör. Das schreibe ich ja immer eine Vanillesoße. Diese Variante könnt ihr dafür benutzen. Dann brauchen wir die Äpfel, die müssen wir vorbereiten, die natürlich schälen. Habe ich ja schon des Öfteren erzählt. Die Schale muss man nicht wegschmeißen. Ich esse sie sehr gerne. Man kann aber auch nicht Vanille, einen Apfelzucker machen, also einfach in das Apfel mit rein. Und Tee kann man damit machen. Aber das habe ich ja schon öfters erzählt.
Ja, die Äpfel entkernen, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es mit dem Messer, aber nicht unbedingt mit so einem großen wie ich. Das ist ein bisschen kompliziert. Oder du hast so einen Entkerner, so einen Apfelentkerner. Und mit denen geht es eigentlich ziemlich gut, wenn man richtig sticht. Man kann nämlich auch daneben stechen und der Apfelputzen bleibt drin. Und der Apfel hat auf der guten Seite ein Loch. Ja, die bereiten wir jetzt vor. Schälen, Kernhaus entfernen und dann werden die gewürfelt. Und da es diesmal so viele Äpfel sind, hatte ich keine Lust, die zu schneiden, sondern dann habe ich wieder meinen, Achtung, unbezahlte Werbung, meinen uralten Nicer Dicer genommen und ich merke, er gibt langsam den Geist auf, da habt ihr das gesehen. Schade, aber der wird noch so lange benutzt, bis er wirklich gar nicht mehr geht. Da werden die Äpfel in Würfel geschnitten. So sah es dann aus. Die kommen dann in einen Topf und da gebe ich jetzt den Zucker dazu. Gar nichts, also man braucht da wirklich nicht viel Zucker, denn die Vanillesoße hat ja auch schon Zucker enthalten. Die ist ja auch schon süß. Dann Zitrone, ja, sollte man vielleicht nicht so machen. Eher in einer separaten Schüssel, denn mir sind noch Kerne reingeflogen, aber mein Gott. Ne? Habe ich am Anfang schon gesagt, no ist perfekt. Dann kommt das Wasser drauf und jetzt die Vanillesoße. Hier sieht man schon, sie ist etwas dicker. Habt keine Angst, das funktioniert wirklich. Und an dieser Stelle, wer eine Alkoholvariante will, nimmt Eierlikör statt Vanillesoße. Aber ich wollte jetzt einfach heute mal euch die Variante mit Vanillesoße zeigen, denn ich werde das so oft danach gefragt. Und das Ganze wird jetzt verrührt und dann darf das Ganze aufkochen und leicht so 12 Minuten köcheln. Also nicht zu arg. Es soll ein bisschen einkochen. Dann habe ich hier schon meine Gelatine. Ohne geht es leider nicht wirklich. 5 Blatt. Und hier habe ich jetzt die Stärke und da kommt jetzt das Wasser mit hinein und wird dann verrührt. Ja, warum mache ich das? Erstens dient es auch ein bisschen zur Festigung und zweitens wird das Ganze dann etwas sämiger, dickflüssiger. Also dass das nicht so extrem flüssig ist und dann habt ihr so eine richtig schöne Apfelschicht auf der Torte. Und deswegen die Variante mit Stärke und Wasser. Gut verrühren und die kommen dann in die kochenden Äpfel hinein und sofort umrühren, denn ihr müsst aufpassen, sonst bilden sich Klumpen von der Stärke. Also ganz schnell umrühren, aber nicht unbedingt mit dem Schneebesen, weil sonst zermanscht er die Äpfel. Das lang mit dem Löffel. Vorsichtig, aber schnell umrühren. Das Ganze kurz 1 Minute aufkochen lassen und dann merkt man auch schon, dass das Ganze etwas dicker wird. Hier seht ihr es, aber es langt einfach nicht, dass die Masse fest wird. Deswegen noch die 5 Blatt Gelatine. Wer Gelatine, die tierische Gelatine nicht mag, kann Agar-Agar nehmen. Das ist jetzt so die einzige Variante, wo ich kenne. Ja, und die wird dann einfach ausgedrückt und in die heiße Masse gegeben. Also da muss man nichts vorher schmelzen lassen, sondern die können wir direkt in die heißen Äpfel geben. Ja, die darf dann auflösen. Die wird dann aufgelöst, meine ich. Dann darf das Ganze so lange kühlen, bis es anfängt zu gelieren. Hier habe ich meine Tortenböden, die habe ich in 2 Böden geschnitten, also zweimal waagerecht, wobei ich 4 rausbekommen habe, aber die anderen 2 werde ich einfrieren. Also dieser Biskuitboden ist echt genial, da kriegst du so viele Böden raus. 2 Stück brauche ich. Die habe ich jetzt beide mit einem Tortenring umrahmt und da kommt jetzt auf jeden Boden die Hälfte von dem Apfelkompott, kann man jetzt sagen, drauf. Hier seht ihr es. Ja, das ist jetzt ein bisschen aufwendiger, aber ja, ist halt so. Ja, das darf jetzt fest werden. Dann brauchen wir eine Sahnefüllung, das geht ganz einfach, und die Verzierung. Dafür braucht ihr 6 Becher zu je 200 Milliliter Sahne, 4 Päckchen Vanillezucker, 3 Päckchen Sahnesteif, dann für die Verzierung 200 Gramm gehackte Haselnüsse, Schokoladendekor und Schokoladenriegel nach eurer Wahl. Das geht jetzt mega einfach, denn ich fand das mit den Äpfeln schon etwas kompliziert, also Arbeit. Deswegen habe ich mich für Sahne entschieden. Einfach die ganze Sahne in eine Schüssel geben, den Vanillezucker dazugeben und das Sahnesteif. Ne, das Sahnesteif kommt später. Ja, und das wird jetzt aufgeschlagen. Und während des Aufschlagens ist mir eingefallen, ich habe ja von meiner Küchenmaschine diesen tollen Zuhälter, heißt der. Also unbezahlte Werbung, KitchenAid nennt dieses Teil Zuhälter. Aber der ist total praktisch. Also wenn ihr so eine Küchenmaschine habt, empfehle ich euch das. Denn da könnt ihr wirklich Sahne schlagen, ohne dass sie steif wird.
unbezahlte Werbung, gell? Also Sahne steif schlagen, das Sahnesteif noch dazugeben. Und dann habe ich hier meine beiden Böden. Die Apfelschicht ist fest. Und jetzt kommt auf jeden Boden so ein bisschen mehr als die, nee, nicht die Hälfte auch nicht, ein bisschen mehr als ein Viertel Sahne drauf. Nehmt aber euch was zur Seite, denn ihr braucht dann noch Tuffs und die Sahne wird außenrum verziert, ja. Und die Torte wird außenrum noch mit Sahne eingedeckt. Jetzt habt ihr es gesehen, ich habe also erster Boden, Sahne drauf, den zweiten Boden oben drauf legen, schauen, dass es auch wirklich ja, genau am Rand gleich liegen. Und dann gebe ich da wieder Sahne drauf. Dazu braucht man keinen Tortenring, das geht auch ohne. Die dann ebenfalls oben verstreichen, also schauen, dass es schon ein bisschen eben ist und nicht so ungerade. Und dann decke ich auch noch den Rand ein. Der Rand muss nicht perfekt eingedeckt sein, es muss auch nicht kiloweise die Sahne drauf, sondern einfach nur so viel, dass halt eben meine gehackten Haselnüsse drauf passen. Hier auch noch ein kleiner Tipp, ich habe das jetzt nicht gemacht. Die gehackten Haselnüsse ebenfalls kurz in der Pfanne anrösten, vielleicht noch ein bisschen Zucker darüber, dass es karamellisiert und dann schmeckt es richtig gut. Dann habe ich hier eine französische Sterntülle. In der Infobox schreibe ich euch genau, welche das war. Da spritze ich jetzt 14 Tuffs drauf. Also ich habe meine Torte in 14 Stücke eingeteilt. Und dann könnt ihr es verzieren. Ja, ich habe jetzt hier solche Schokoriegeln. Fragt mich bitte nicht, welche das waren. Ich habe da absolut nicht nachgedacht und habe die Schachtel weggeschmissen, ohne vorher zu schauen, was das war. Aber ihr könnt ja eigentlich nehmen, was ihr wollt. Ihr müsst keine Schokoriegel nehmen, ihr könnt auch Apfelscheiben. Das wollte ich nicht, weil Apfelscheiben, auch wenn man sie mit Zitrone einpinselt oder ein bisschen Gelatine, die werden trotzdem so schnell braun und das wollte ich einfach nicht. Wobei es bestimmt schön ausschauen würde. Dann hatte ich noch so Schokodekor. Auf jeden Tuff 1 und dann, bevor ihr sie anschneidet, da war ich jetzt hier ein bisschen zu voreilig, meine Torte hat nicht richtig durchgekühlt, gibt sie nochmal für 2 Stunden in den Kühlschrank, auch wenn es nur Sahne ist, aber Sahne wird auch im Kühlschrank nochmal fest, weil dann lässt es sich auch viel, viel leichter schneiden. Das seht ihr jetzt hier sind dann die Apfelstücke rausgefallen, weil sie einfach noch ein bisschen zu locker war. Aber das macht nichts. Ja, diese Torte schmeckt sowas von lecker, also diese Vanille-Apfel-Variante und dann noch Haselnüsse, also herbstlicher geht es doch fast gar nicht, oder? Und sie sieht auch total schön aus. Ja, das war jetzt das Rezept meiner Apfel-Vanille-Torte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sie ist zwar einfach in der Herstellung, aber sie braucht wirklich etwas Zeit, aber es geht halt nicht immer alles auf schnell. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss. So, ich probiere.